Hallo und willkommen zurück bei potier.ch zu einer weiteren Folge 5 Tipps für schönere Drohnenaufnahmen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Apps, die dir in der Flugvorbereitung helfen sollen und dir auch die Planung erleichtern sollen, damit es dann vor Ort nicht zu bösen Überraschungen kommt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Wie schon im ersten Teil versprochen, möchte ich euch unter anderem das App Raleigh Moments vorstellen. Dies ist das App, das ich nutze, um an einer Location zu sehen, wann, wie die Sonne stehen wird, wann der Sonnenaufgang, Untergang, die blaue Stunde ist und vor allem die Himmelsrichtung, aus welcher wann welches Licht kommt. Man zoomt einfach den Bereich, in dem man gehen will, klickt auf den Bildschirm und schon sieht man anhand der Linien, wann was ist. Ist unten dann auch farbig, wenn man dann links und rechts scrollt, dargestellt. Man kann zuerst mal mit dem Datum das ändern, weil sich ja der Sonnenstand dann auch verschiebt. Und es zeigt euch beim aktuellen Datum auch gerade zeitaktuell an, aus genau welcher Richtung die Sonne kommt, damit ihr schauen könnt, dass ein Objekt allenfalls genau in der Sonne liegt. Ein weiteres App, das ich regelmäßig nutze, ist UAV Forecast. Es handelt sich dabei um ein Wetter-App, speziell fürs Fliegen, mit all den notwendigen Sachen, die wir für Drohnenfliegen brauchen. In der Gratis-Version siehst du bis zu 24 Stunden vorher, wie, wann, wo die Wind- und Wetterverhältnisse sind. Du siehst hier nicht nur so die normalen Sachen wie Temperatur, du siehst Windgeschwindigkeit, Böengeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlagswahrscheinlichkeit, die Sichtweite, hier unten zum Beispiel die Anzahl sichtbarer Satelliten, hier wegen der KP-Index, wegen der Störung beim Empfang von GPS-Signal und also das ist jetzt aktuell die Anzahl verbundenen Satelliten, die du haben würdest. Man kann die Werte hier auch anders einstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine kleinere Drohne hat, dann könnte man bei den Schwellenwerteinstellungen zum Beispiel sagen, ich will da viel weniger Wind. Ja, gehen wir da wirklich mal bis quasi ganz zurück. Und wenn ihr dann auf die Übersicht geht, jetzt seht ihr, kommt das App automatisch und sagt, nicht gut um zu fliegen, weil eben die Einstellung, die wir jetzt gerade geändert haben mit dem Schwellenwert, sagt, dass es zu viel Wind hat für deine Drohne. Ob auf das Windprofil wirklich so Verlass ist, weiß ich nicht. Für uns sind ja sowieso nur die untersten 3 Einträge relevant, aber ihr seht hier relativ gut, dass sich einerseits, je höher ihr geht, die Temperaturen senken und auch je höher dass man geht, desto stärker wird der Wind. Die App Drone Maps ist keine offizielle App, sondern von einer normalen Firma, die aber sehr rasch funktioniert, also sehr schnell ist im Gegensatz zu dem staatlichen Kartenmaterial und einem auch gleich anzeigt, ob man sich in einer Flugverbotszone befindet oder ob dort alles grün ist. Ich sehe das hier ein Beispiel von der Burgruine Frohburg. Dort ist alles wunderbar, dort kann man fliegen, aber ihr seht jetzt auch, egal wie nahe, dass ich ranzoome, es zeigt mir zwar die Ruine an, aber die Stromleitung weiter im Süden, die zeigt es mir nicht an. Deshalb kommt man nicht darum, die App SwissTopo auch zu installieren. Mittlerweile ist das Detailkartenmaterial auch kostenlos. Man kann hier auch super suchen. Es ist einiges langsamer als Drone Maps, aber es ist ein Riesentool mit sehr viel Kartenmaterial. Das ist jetzt die normale Wanderkarte. Ich ändere jetzt hier die Ansicht auf die Luftfahrtkarte und kann dort markieren, was ich sehen will. Ich will jetzt noch Drohnen- und Modellflugzeuge Einschränkungen sehen. Und wenn ich jetzt da ein bisschen weiter runtergehe und rausgehe, seht ihr unten diesen
violetten Bereich bei Olten, das ist eine Flugverbotszone von einem Flugplatz. Und wenn ich jetzt näher ranzoome und da ein bisschen gegen Süden gehe, sehe ich einerseits das Kreuz, das ich auf dem Video auch drauf habe. Und ihr seht vor allem mit der gestrichelten Linie die Hochspannungsleitung hier. Die ist ja für uns ziemlich relevant. Die nächste App, die ich regelmäßig brauche, ist Peakfinder. Da wir immer wieder an unterschiedlichen Orten fliegen, haben wir meist keine Ahnung, welcher Hügel oder welcher Berg jetzt was ist. Und bei Peakfinder hat man einerseits eine GPS-Orientierung, die dann von dem Punkt aus zeigt, wo man ist, was man sieht. Und wie ihr jetzt gerade seht, auf der linken Seite kann man die Höhe variieren. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn ihr dann irgendwo ein Foto publiziert und dann schreibt, das sei das Mittagshorn und dabei ist es die Eiger Nordwand. Nice to know. Nice to know. Nice to Eine App, welches du in der Schweiz speziell in Zukunft vermehrt sehen und hören wirst, ist Swiss U-Space von der Firma Skyguide, welche in der Schweiz den Luftraum überwacht. Für Vermessungsflüge wirst du in Zukunft diese App brauchen und nicht mehr das Papierformular, welches 3 Wochen vorher bei Skyguide eingereicht werden muss. Aber im April 2021 war die App immer noch extrem buggy und vor allem für viele Militärflugplätze in der Schweiz noch gar nicht freigegeben. So durfte man gemäß dieser App ohne Bewilligung 1000 Meter neben einem militärischen Rollfeld starten und als ich dann beim Tower nachgefragt habe, erhielt ich die Auskunft, ja, das App ist für unseren Flugplatz noch nicht freigegeben. Damit sind wir am Ende des zweiten Teils angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da, ein Kommentar und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal mit Glocke. Danke dir!